Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Zweitkanal Gamer Freunde. Wir spielen Crimes und Punishments Freunde Sherlock Holmes. Ja, ich musste ein bisschen rummachen, Freunde, ein bisschen ein paar Futten, aber ich musste zum einen mal spielen und mal zurückkehren, Freunde, und dann mal rekonstruieren, Freunde, bis dorthin, aber wir haben es geschafft endlich. Ich muss einen kompletten Part neu machen, Freunde, deswegen geht's hier weiter erstmal. Bis dahin. Und gehen wir ins Feuerzimmer zum Mr. Neiligan, Freunde. Mr. John Neiligan. Boom. Dawson Neiligan, was mit dir? I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes, Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Nett. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Und ich habe eine Vorahnung dieses vierten Freundesinfo. Und zwar, Peter Carey und er erzählt halt die Story. Gibt es vielleicht noch einen Hinweis, wohin das Ganze führen könnte. Und zwar nach Woodman's Lee, Freunde. So, ich glaube, wir müssen einmal hier hin, Freunde. Wo die Hütte war von ihm, da, vom toten Carrie. Und einmal Logbücher durchsuchen. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Einer war Kapitän Peter Carey gewesen, Freunde. Ja, Mate, Steuermann, Harpunier, Smooches, Steward, Matrosen. Wir brauchen, mal gucken, Juni. For June. Okay, Juli vielleicht. Log notes for July. Nothing special. Könnte das mal die Liste gewesen, und aber von August. Log notes for August. These pages have been torn away. Interessant. Indian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a Richtig. dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. Nett. So, damit gibt es den nächsten Hinweis von auch die Sea Unicorn. Und ich habe schon eine Vorahnung, wer dabei helfen könnte, glaube ich. Weswegen wir auch jetzt zurückgehen, Freunde. So wie die Bäcker damit gehen. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. Geil, And really, Story. I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? Ah ja. The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives.
Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Okay. Einmal der Bild für uns Fenster gehen, Freunde. Und unten. Da ist er schon. Wir sehen unten. Da ist er. Wiggins. Wiggins, could you come upstairs, please? Wiggins. Service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, as his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just gotta look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Shortly. Wir machen es direkt auf dem Weg. Okay, jetzt haben wir abgeschlossen hier. Sehr schön. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu Lestrade nach Scotland Yard, Freunde. Perfekt. Mal gucken, was Inspector Lestrade sagt. Und da ist er auch schon. In der Tür. Gleich kommt er. Et voilà, da ist Inspector Lestrade. Lestrade. As always, S.O. We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Oh, Do you have him here? Yes, he refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. so. Dann wollen wir die neuen Verdächtigen einen Besuch abstatten, oder? So, das mal. Hier ist er. Please escort this suspect for interrogation. Nettes Englisch hier. Allow me to introduce Myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Oh, Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are, and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. so, kleine Kartenanalyse, Freunde. So, was haben wir hier schon mal hinten? Ah, die alte Narbe, perfekt. Hier oben glaube ich nichts zu sagen. Okay, geht's ja weiter. Gärtnerhände. Perfekt. Für einen Mord. Pflanzenreste und eine Sache für unsere Freunde. Und da haben wir es. Taschentuch mit Haubenmeise. Interesting. What's next? For now. So, dann haben wir auch was entdeckt eigentlich. Liam Hurtley ist ein Fremder, der der Polizei verhaftet wurde, weil er für Spielstunden in der Nähe von Woodman's Lee rumstreunte. Er ist ein ehemaliger Soldat, der nach einer Nackenverletzung durch einen Granatspieler ehrenhaft aus der Dienst entlassen wurde. Okay. Er führt mittlerweile ein ruhiges Leben als Gärtner. Aha. So, sind wir das abgeschlossen. Jetzt gehen wir als nächstes, denke ich mal, in die Asservatenkammer.
These are the suspects belonging. So, Stiefel. Ja, kann man nehmen. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9,5. Kappe. Aber ein Brief voller Flecken. Stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Aber ein Stift. Nothing unusual about it. Aber Einrichtungen machen können nebenbei für Ligen. These are the suspects belonging. Das hat man untersucht. Das hat man so, aber das nicht, Freunde, mit dem Webpapier. I wonder if these are connected. Andere gesehen hatte vorhin auf dem Zettel, nämlich das hier. 8532 passt noch eine Nummer dazu. CPR. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. So. Können wir verwenden? Ja. Oder? Ne, dafür noch zu wenig, Freunde. Es gehen wir, glaube ich, mal was zu machen. Und deswegen gehen wir zurück jetzt mal Richtung Scotland Yard, Freunde. Und gehen mal den Brief analysieren, mal gucken. Was wir daraus finden können. Genau, so, jetzt gehen wir jetzt und gehen mal den Brief mal analysieren, Freunde. Und versuchen den Brief herzustellen. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. So, Reihenfolge. Condition. Alle 7 Reagents should be sollten, okay. second condition. Orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition. Colorless reagent should be added after the orange reagent. Also, ich denke mal so Anfang beginnen werden mit den beiden blauen grünen, deswegen tippe ich mal auf zuerst blau. Dann haben wir grün. Dann kommt wieder blau. Und dann kommt orange, glaube ich zumindest. Dann folgt hinten raus farblos. Und dann sage ich mal nochmal mit orange und dann farblos. Done. Voila. Now I can proceed further. Et voilà. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Interessant. Ich denke mal, damit können wir jemanden jetzt so. Wir haben neue Beweise gefunden. Perfekt. Notizbuch und Wertpapier, okay. Perfekt. Jetzt gehen wir zurück mal Richtung Scotland Yard, Freunde. Und konfrontieren wieder nochmal den guten alten Hurtley.
please escort this suspect for interrogation. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. I'm not saying another word. Okay. Ich habe hier einen kleinen Denkfehler, Freunde, und zwar gesehen, bevor wir den verhören, habe ich einen kleinen Denkfehler, Freunde, und zwar folgendes gesehen. Wir haben noch die Schuhe, die wir genommen haben. Und was haben wir nicht gemacht? Wir haben einen riesen Fehler, Freunde. Und zwar züglich, genau, den Brief. So, den können wir nochmal kurz nehmen. Genau, das können wir mal kurz ab. Genau, das haben wir auch schon überprüft. Das wussten wir ja. Aber nur eine Sache noch machen, bevor wir den Kerl verhören, Freunde. Gehen wir mal kurz schnell zurück, Freunde. Und gehen mal kurz nach Worum es lief, Freunde, weil wir müssen was vergleichen. Und zwar einem was nicht bedacht. Und zwar die Schuhe. Denn wir müssen wissen, ob er der Mörder war, Freunde. Weil wir müssen es vergleichen irgendwie. Ob der Hurley tatsächlich der Killer war oder nicht. Perfekt. Schuhabdrücke, perfekt. Aha. These boots match the footprints exactly. These footprints appear to be quite large. So, jetzt können wir Folgendes machen, Freunde. Jetzt können wir ihn verhören, weil wir einen Schuhabdruck von nicht hatten. Deshalb war es das gewesen. So, für eine Wertpapiere und das passt dann, Freunde, war klar. Große Kraft, Glückswurf, genau. War das gewesen. Okay, das war das. Ne. Dafür haben wir dann nichts, Freunde. Aber jetzt nehmen wir ihn nochmal in die Zange und legen ihn mal richtig Scotland Yard, Freunde.
Jetzt gehen wir Richtung Verhör, Freunde. Und nehmen wir richtig in die Zange. Weil wir das haben wollten. Please escort this suspect for interrogation. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Could you at least tell me? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. So. Bevor wir das machen, Freunde, mal kurz Analysen mal kurz durchführen. So, einmal alte Narbe gesehen. Dann die Hände eines Gärtners, genau. Dann kommt was zum Vorschein, eine Jacke. Taschentuch mit Haubenmeise und Pflanzenreste. Sehr schön. Ich glaube erstmal vorerst war es immer gewesen. That's all for now. So, jetzt machen wir Folgendes, Freunde. Jetzt gehen wir nicht mal ganz schnell zurück, Freunde. Und legen wir den Beweis mal kurz vor und gehen dafür in die Baker Street rein, Freunde. Und gehen mal kurz zurück zum Analysetisch und nehmen mal den Brief, den wir gefunden haben, an dem Analysetisch vor. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. So. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Also wir beginnen mit Blau. Jetzt Grün. Dann Blau. So wird gesagt, farblos nach Orange. Das heißt zuerst Orange. Dann das hier. Dann nochmal Orange. Und jetzt haben wir farblos nochmal. Et voilà. Done. Now I can proceed further. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Mal gucken, wie wir hinkriegen. Sehr schön. Tja, dumm gelaufen, Hurtley. I did as you asked and hid them well. Die Schrift in Deutsch, aber die englische Sprache in Englisch, ne? Geil. So, damit gehen wir jetzt zurück und konfrontieren ihn gleich. Damit, für eine Wertpapier und das passt nicht. Ha, nächster Hinweis, Freunde. Hier unten, ungeklärte Anwesenheit. Perfekt passen zu einem Abdruck. Okay. Gut, dann gehen wir zurück nach Scotland Yard und wenn wir sagen, wir konfrontieren Mr. Liam Hurtley. Nochmal. Mit dem, was wir rausgefunden haben, so Anwesenheit war nicht dumm. Groß Dummheit gewesen, Freunde. Weil. Was konnten wir nämlich herausfinden?
Momentchen. Ich muss kurz mal suchen. Genau, wir konnten was finden, nämlich irgendwie eine Anwesenheit, was er gemacht hatte im Witness Lee. Aber wir konnten seine Schuhe zuweisen. Weshalb wir auch ihn jetzt werden werden, Freunde. Please escort this suspect for interrogation. So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? So. So, was haben wir uns vorliegen? Nee. So tell me, Mr. Hide? What are you talking about? I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. Einen Punkt haben wir nicht, noch den hier. Woodman's Lee. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been Doch, war ja. So, was müssen wir zuerst machen? Zuerst natürlich, genau. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Warum nicht? Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? Also, das ist ein Gärtner, ne? Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Er hat es I'm a verraten. gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads. But now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. Jetzt haben wir den Park gefunden, Freunde. Das können wir ganz leicht gut überprüfen, Freunde. Genau. Und das machen wir nur kurz, Freunde, schnell. Und gehen nach Woodman's Lee, Freunde. So, wir gehen jetzt erstmal hin zu der Freunde. Hier jetzt wird. Und schnell Feld natürlich abgeschlossen. Locked. So kann nur eine Person mich helfen. Die hier. Miss Carey. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Und? Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it.
Thank you, madam. So, jetzt können wir endlich den Shop auch öffnen, Freunde. Let's see what could be hidden here. So, was steht hier? Loses Brett. Aha. Was haben wir denn hier? Ich glaub's nicht. Ein Holzkästchen. Was ist da drinne? Let us see what is in this box. Voila. Schloss ist offen. Was haben wir hier in Briefe? A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Aha. Ich glaube, ich ahne schon, wen die ging, okay. Genau. So, was haben wir hier als nächstes? Okay. Dann geht's doch nicht anders. Wir müssen es tun. Madam, I am aware of your affinity with Leon. Gelogen. What are you talking about? Gelogen. Und natürlich, welchen Beweis haben wir? Romantische Briefe. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh. This is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. So, Freunde, also, wir sind hier durch. Und das machen wir im nächsten Part, Freunde. Und wir sagen, bis zum nächsten Part, Freunde. Bis dann und ciao, Leute, euer Netzgamer.